herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. Episode unseres Abenteuers, die Odyssee aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Ja, schauen wir mal, was uns bei dieser 6. Episode von unserer Cousine Penelope wieder aufgetragen wird. Sei gegrüßt. Während deiner Abwesenheit hat meine kleine List mit dem Weben gleich doppelten Segen gebracht. Nicht nur hielten sich meine Freier zurück, auch Athene wurde darauf aufmerksam. Athene hatte gesehen, wie ich das Totenhemd jede Nacht aufzog und fragte sich, ob ich mir über den Sinn des Webens vielleicht nicht im Klaren sei. Da diese Kunst zu ihren besonderen Fertigkeiten gehört, stattete sie mir einen Besuch ab, um mich darin zu unterweisen. Dabei gab sie mir auch gleich noch einen Rat betreffs Odysseus unglücklicher Situation. Sie riet mir, meinen Sohn Telemach zu den anderen Königen Griechenlands zu schicken, die an Odysseus Seite vor Troja kämpften. Ich habe meinen Jungen zu König Nestor von Pylos und König Menelaos geschickt, der Ägypten endlich verlassen und nach so langer Zeit seinen Weg nach Sparta zurückgefunden hat. Vielleicht kann Telemach etwas Neues über seinen Vater herausfinden. Die Göttin bestätigte auch meinen Verdacht, dass Poseidon für Odysseus Probleme verantwortlich ist. Poseidon hat eine Rechnung mit meinem Gemahl zu begleichen. Und ich fürchte, der Meeresgott könnte das Leben hier in Ithaka recht ungemütlich machen. Bitte lass Athene als Dank für ihre Hilfe eine ihrer heiligen Lauben bauen. So viel sind wir ihr mindestens schuldig. Je früher Odysseus wieder in Ithaka ist, desto besser. Im Augenblick glauben die Freier zwar noch, dass ich die langsamste Weberin der Welt sei, doch ihre Ungeduld wächst. Bereite einige Triremen vor, um nach Odysseus zu suchen und ihm den Heimweg zu ermöglichen, bevor die großspurigen Angeber ungebärdig werden. Deine Base Penelope. Diese Episode trägt den Titel Der Rat der Göttin. Ja, und Athene hat unsere Cousine Penelope beraten und ihr einige Tipps gegeben, wie sie ihren Gatten Odysseus wiederfinden könnte. Ja, und daher sind auch unsere Ziele, ein Heiligtum für Athene zu bauen. Wir müssen ein Ungeheuer niederstrecken und wir brauchen die Unterstützung von 4 Triremen. Ja, schauen wir mal, dass wir diese Ziele auch alle erreichen und unsere Cousine Penelope glücklich ist und vielleicht haben wir ja auch dann bald Odysseus wieder in Ithaka. Gut, gehen wir zurück nach Ithaka. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, da wir in der letzten Episode unsere Kolonie Thrinakia gegründet haben. Gut, wir verschaffen uns wieder einen kurzen Überblick. Vorher werden wir aber noch unsere Tribute annehmen, 12 Stränge Wolle und 8 Körbe Fisch nun von Thrinakia. Ja, und Ismaros zahlt eine Skulptur, wir haben aber keinen Platz mehr, das müssen wir gleich mal ändern. Wir brauchen die Skulpturen für unser Heiligtum der Athene. So, Pausenmodus. Wir haben hier unser großes Gewerbegebiet mit den Olivenpressen und den Kältereien. Die haben wir allerdings ausgeschaltet, weil wir im Moment keinen Wein verkaufen können. Da produzieren wir eigentlich viel zu viel. Ja, hier auf diesem Berg, wo wir die einzigen fruchtbaren Flächen haben, haben wir neben unseren Reben und Olivenbäumen auch unsere Käsereien. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter mit dem Stadtpalast. Ja, und hier haben wir jede Menge Fischerhäfen. Ja, wir haben ja das Heiligtum für Hermes bauen müssen, sowie das Stadion. Und hier haben wir auch schon unser zweites Wohngebiet aufgebaut und versorgen es jetzt auch schon hier mit Lebensmitteln. Und Wolle noch nicht, das machen wir später. Ja, und hier haben wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Ja, das haben wir jetzt bis zur Villa entsprechend hier ausbauen können. Warum die noch nicht? Okay, die Gegend ist nicht attraktiv genug. Ja, das werden wir nachher noch ändern. Wir können sowieso hier nachher noch weitere gehobene Wohnungen platzieren. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz bei den Bauoptionen, ob sich irgendwas geändert hat. Also bei der Landwirtschaft ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Wir können weiterhin Reben- und Olivenbäume anpflanzen. Wir können Fischerei betreiben und Käse produzieren. Beim Gewerbe haben wir weiterhin nur die Werkstätten und da können wir Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren.
So, hier ist alles klar. Ja, ja. Hier, Mythologie, können wir jetzt die Hochburg des Zeus und die Laube der Athene bauen. Und beim Militär können wir neben den Befestigungen jetzt auch den Pferdehof bauen und den Tririmenhafen sowie die Waffenschmiede. Die Waffenschmiede konnten wir vorher schon bauen. Ja, jetzt können wir unsere gehobenen Wohnungen auch maximal entwickeln lassen. Sehr schön. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz auch auf die Weltkarte. So, wir haben Thrinakia als unsere zweite Kolonie, kauft Oliven, verkauft uns Holz, Marmor und Rüstungen und wir kriegen Fisch als Tribut. Hier haben wir Kortia, kauft Olivenöl, verkauft Bronze, Wolle und Skulpturen. Samos verkauft Fisch, Olenos kauft Trauben, Pylos kauft Olivenöl, verkauft uns Bronze, Marmor und Wolle. Ägypten kauft Bronze, verkauft uns Marmor, Wolle und Wein. Ja, und Ismaros kauft Trauben und verkauft uns Weizen, Holz und Skulpturen. Und Askania ist der einzige Rivale, den wir haben, braucht Oliven, verkauft Holz, Marmor und Rüstung. Gut, wir können Trauben verkaufen und Olivenöl. Jetzt mit dem Heiligtum der Athene, welches wir bauen, können wir natürlich die Olivenölproduktion mächtig vorantreiben. Gut, das müssen wir auch, weil für die Versorgung der Stadt und für die Exporte reicht unsere Olivenölproduktion nicht aus. So, Arbeitsmarkt, ja, da müssen wir jetzt unser zweites Wohngebiet mal weiterentwickeln. So, wir bauen hier entsprechend den Wollhändler auf. So, und wir brauchen ein Lagerhaus für Skulpturen. Hier, das ist voll. Wo bauen wir denn das Lagerhaus dafür hin? Wir kriegen die Mitteilung, dass Ägypten dahin welkt. Grüße Dominus, Ägypten gibt es nicht mehr. Sie scheint wie weggewischt vom Angesicht der Erde. Ach, wie schade. Aber ich glaube, wir hatten auch kein Pier von Ägypten, oder? Wir haben hier Kortia. Und wir haben Pylos. Da können wir jetzt den Marmor mal einkaufen. Und wir haben Ismos. Okay, gut. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Da müssen wir das Holz einkaufen. So. Okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, ich werde hier natürlich das Heiligtum für Athene bauen. Dann kann sie direkt hier unsere Olivenpressen segnen. So, und wir können doch jetzt bei einem unserer Handelspartner schon mal Olivenöl verkaufen. Ne? So. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte noch ein Warenlager bauen. Und zwar hier für Skulpturen und für Holz eventuell. Ja. Wir könnten es auch hier hinbauen. Ja, dann bauen wir es hier hin. So, Holz ist schon eingekauft worden. Da haben wir unsere 12 Holzbretter. Es könnte aber sein, dass wir mehr brauchen. So, dieses Warenlager wird die Skulpturen jetzt holen. Dann haben wir wieder Platz in unserem Warenlager für den Marmor. So, der Marmor auch schon eingekauft worden. Das geht ja doch hier relativ schnell. So, wie viel brauchen wir für das Heiligtum der Athene? 24. Okay. Was haben wir? 28. Oh, wir können das tatsächlich jetzt bauen. Und wir haben mittlerweile schon 3000 Personen in unserer Stadt. So, dann platzieren wir mal unser Heiligtum. So, das platzieren wir. Ja, wir können hier ruhig ein bisschen Platz lassen. Ne? So. Ach, wunderbar. Das gefällt mir. Dann geht das so hier. Nee, so geht es. Ja. Sehr schön.
Dann können wir hier die Kunsthandwerkergilden bauen und dann bauen wir hier direkt auch nochmal einen Architekten auf. So, ich werde jetzt hier, ups, da habe ich was weggeklickt. Was habe ich weggeklickt? Ja, wir brauchen Mitarbeiter. Okay, das wird sich gleich ändern. So, dieses Warenlager wird jetzt keinen Marmor annehmen. Es bringt ja jetzt nichts, wenn wir das erst hier hinbringen, um dann wieder zurück zu unserer Baustelle. Das wird auch hier direkt von dem Pier zu unserer Baustelle gebracht. Oh, da habe ich mich verklickt. Ich wollte hier einen Architekten haben, deswegen haben wir auch keine Mitarbeiter mehr. So, jetzt aber. Ja, der Arbeitsmarkt hat sich schon wieder hier erholt. Das sieht gut aus. Ja, und für unsere Triremen brauchen wir nachher auch natürlich Waffen. Dann würde ich die Waffenproduktion wieder starten, indem wir Bronze einkaufen. Aber da warten wir noch ein bisschen mit. Wir bauen jetzt erstmal das Heiligtum für Athene. So, wie sieht denn die Nahrungsversorgung aus? Deutlich zu wenig. Okay, immer noch. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Okay, wir bauen noch ein paar Käsereien. Ja, wir haben ja hier noch Platz, glaube ich. Ja, hier passen doch 2 Stück hin. So, die Ziegen können jetzt mal hier hin. Haben wir genug? Nee. Okay, jetzt haben wir genug. Ja, hier haben wir noch schön viel Platz für maritime Gebäude. Hier bauen wir unsere Triremenhäfen auf. So, sollen wir dann hier eventuell noch ein paar Fischerhäfen bauen? Die müssten ja doch hier hinpassen, oder? Ja. Oh, das gefällt mir. So, wie viel Holz brauchen wir denn? 16 Ladungen, okay. Und 8 Skulpturen, ui. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Samos braucht Wein, Hermes hilft uns, die 10 Amphoren zu schicken. Die hätte ich auch noch gehabt, aber vielen Dank, Hermes. Wir könnten unsere gehobenen Wohnungen hier weiterentwickeln. Und zwar mit dem Pferdehof. Den könnten wir hier hinbauen, oder? Da passt der auch längs. Im Moment passt es gar nicht, weil hier die ganzen Leute entlang laufen. Nee, das passt nicht. Nee, nein. Dann bauen wir ihn hier hin. So, und dann bauen wir auch direkt den Pferdeausbilder hier auf. Ja, dann können die sich weiterentwickeln. Die müssen noch ein bisschen mehr Verschönerung bekommen. So, was können wir denn hier Schönes bauen? Was haben wir denn noch? Ja, wir haben mehrere Denkmäler. Hier passt kein Denkmal mehr hin. Oh, wie schade. Aber hier. Das müsste eigentlich reichen, oder? Jawohl. Sehr schön. So, den Weizen brauchen wir allerdings jetzt für unseren Pferdehof. Dann werden wir jetzt hier keinen Weizen mehr annehmen. Wir produzieren ja jetzt auch jede Menge Käse.
So, der wird hier auch angenommen. Ja, aber Weizen nehmen wir ja auch nicht an. Gut. Arbeitsmarkt ist sehr gut. So, hier müssen wir den Holzeinkauf auf 16 stellen. Und könnten wir Marmor fordern? Von unserer Kolonie Trinakia. Ja, das können wir. Wunderbar. Ach so, dann müsst ihr allerdings wieder hier das entsprechend umstellen. Dass natürlich hier Marmor angenommen wird. So. Weil wir haben unser Kontingent, glaube ich, an Marmor aufgekauft von Trinakia. Ja, 24 Marmorplatten haben wir gekauft. Da müssen wir jetzt warten, bis das neue Jahr beginnt. So, Wolle kaufen wir im Moment nicht ein. Wir kriegen ja Tribute, also hier sind jetzt 7 Stränge Wolle drin, kann aufgefüllt werden auf 20. Und hier machen wir das gleiche auch nochmal auf 8 erhöhen. Dann müssten wir gleich die Tribute auf jeden Fall annehmen. Ja, Samus schätzt uns mehr. Bitteschön. So, kaufen wir eigentlich Weizen ein? Nein, das habe ich mir fast gedacht. Da reichen aber 6 Einheiten. So, den Holzeinkauf muss ich natürlich auch starten, sonst wird das nichts. So, wir haben jede Menge Olivenöl. Wir können das jetzt auch hier verkaufen bei Corsia. Ja, wir machen das anders mit dem Marmor. Das ist ja Blödsinn. Hier, dieses Weinlager kann natürlich Marmor annehmen. Der ist ja dann relativ schnell weg. Muss hier nicht angenommen werden. So, und Trinakia gewährt uns nochmal 6 Marmorplatten. Sehr schön. Dann geht es dann hier auch jetzt weiter. So, dann können wir das jetzt hier auch wieder rausnehmen, den Marmor. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem, ich hier weiß. Naja, das wird sich gleich ändern. So, die Wolle können wir annehmen, den Fisch können wir annehmen, auch die Skulptur können wir annehmen. Sehr schön. Naja, wir können ja jetzt erstmal das Gewerbe für Wein wieder anmachen. Ja, das passt doch gut. Da haben wir sogar noch Arbeitslose für unser Heiligtum. Ja, der Marmor ist wieder eingekauft worden. Es kann weitergehen mit dem Tempelgebäude. Sie wollten einen Kraken? Jetzt haben Sie einen. Ja. Wir haben den Kraken von Poseidon losgehetzt. Oh nein. Das ist nervig. Okay, wir können die Heldenhalle bauen. Für wen? Für Perseus, okay. So, die Heldenhalle des Perseus kann hier hin. So, was braucht denn unser Perseus? Heiligtum der Athene und 6 Skulpturen. Ansonsten haben wir alles. Oh, das ist aber schön. Ja, dann warten wir mal auf die Fertigstellung des Heiligtums. Ja, in der Zeit wütet hier der Kraken.
Aber das sieht ganz gut aus. Jetzt werden die Skulpturen benötigt. Wir brauchen 8 Skulpturen. Ismaros, würdest du uns Skulpturen geben? Oh ja. Ach, direkt wieder verbittert. Oh. Komm, kriegst du Wein. Großes Geschenk Wein. Bitteschön. Und wir kriegen Skulpturen. 6 kriegen wir immer. Oh. Eine Flutwelle. Wo ist die Flutwelle? Gut, Ismaros, Dank für das Geschenk, bitteschön. Oh, hallo? Oh, wie frech. Okay, gut. Das müssen wir jetzt mal wieder hier reparieren. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Da bin ich ja froh, dass ich hier noch keine gehobenen Wohnungen gebaut habe. Das hatte ich ja eigentlich vorgehabt. Naja, egal. So, ich denke, Holz haben wir jetzt genug. Vorerst. Wir brauchen nur nachher noch was für unsere Triremen. Aber jetzt bauen wir erstmal hier das Heiligtum der Athene. Meine Güte, was ist denn hier los? Ein Erdbeben. Wo haben wir ein Erdbeben? So, wir kriegen nochmal 6 Skulpturen. Dankeschön. Oh nein. Und haben wir Glück? Puh, ich glaube, wir haben mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung ist nochmal verschont worden, Gott sei Dank. Ja, hier ist wirklich einiges los in dieser Episode. Man kommt kaum zu Atem hier. Kaum gesagt, haben wir jetzt Lava. Ah ja. Oh, bitte jetzt nicht mein Stadion, das wäre schade. Meine Güte, haben wir ein Glück. Ja, auch hier haben wir wirklich Glück gehabt. Meine Güte. So, wenden wir uns wieder hier unserem Bau zu. Die letzte Skulptur kommt jetzt gerade, aber wir brauchen natürlich wieder Marmor. So, und wir haben wieder kein Olivenöl mehr hier in diesem Warenlager. Das wandert jetzt alles hier in die Piere unserer Handelspartner. Okay, hier werden wir mal jetzt wieder den Verkauf stoppen. Wie viel Marmor brauchen wir noch? 8 Marmorplatten. Okay, das ändern wir noch um. So, haben wir das Kontingent schon aufgekauft? Oh nein, das haben wir tatsächlich. Moment. Wir kaufen Marmor bei Pylos ein. Wir können da auch noch Marmor bei Trinakia einkaufen, glaube ich, oder? Ah ja, stimmt. Dann bauen wir noch das Pier von unserer Kolonie auf. Ach, dieser Kraken. Ja, das passt doch wunderbar hier hin. So, dann kaufen wir nochmal hier den Marmor ein. 8 brauchen wir noch. Gut. So, hier sind die ersten Fischerhäfen schon zerstört. Na gut. Ja, Arbeitsmarkt sieht gut aus. So, aber hier könnten wir, glaube ich, noch gehobene Wohnungen aufbauen. Gucken wir mal, wie viel passen denn, oder wie viel würden hier hinpassen? 1,
2. Oh, ist doch gut. Sollten wir die noch irgendwie verschönern. Nur noch ein Denkmal, dann würde ich jetzt hier mit Heckenlabyrinthen arbeiten. Ja. So, da ist der Marmor schon eingekauft worden. Das reicht auch. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Platten für den Altar. Holz haben wir auch. Wunderbar. Oh nein! Oh, mein Pia. Voll mit Olivenöl. Vom Kraken zerstört. So, aber das Heiligtum für Athene ist bald fertiggestellt. So, dann bauen wir jetzt mal schnell das Pier von Corcia auf. Ach, wieder drehen. So, jetzt aber. So, dann verkaufen wir wieder Olivenöl. Ich mache das jetzt mal nur mit 6 Einheiten. Ach Gott, wird das nächste Pier zerstört. Du gehst mir sehr auf den Keks. Meine Wer mich Güte. anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. So, das Heiligtum für Athene ist fertiggestellt. Sie erscheint auch schon. So, die Kunsthandwerkergilden können weg. Dafür bauen wir jetzt hier Landarbeiterlager auf. Und ich baue noch mal hier 1, 2, 3 Olivenölpressen. Jawohl. So, jetzt brauchen wir 6 Skulpturen hier für unseren Helden Perseus und wir brauchen auch noch Wolle wieder. Ja, die müssen wir jetzt einkaufen bei unserer Kolonie Corcyra. So, es ist November, wir kriegen sowieso bald wieder unsere Tribute. So, das Pier von Pylos. Da können wir auch noch Wolle einkaufen, ne? Aber es reicht, glaube ich, jetzt, wenn wir es bei einem Handelspartner einkaufen. Und hier verkaufen wir jetzt auch Olivenöl. So. Ja, und Athene segnet schon unsere Olivenpressen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Wunderbar. So, wir kriegen jetzt gleich unsere Tribute. Ich kaufe die Skulpturen jetzt ein. Wo kann ich die einkaufen? Ah ja, hier, genau. Oder Ismaros. Ja, dann fordern wir die einfach nochmal. Wieder verbittert. Kriegst wieder Wein. So, bitteschön. So, Ismaros dankt wieder für das Geschenk, was er eigentlich nicht brauchte, aber egal. Ja, sobald wir jetzt die Skulpturen haben, können wir Perseus rufen. So, Ismaros gewährt uns die Skulpturen. 6 Stück nehmen wir an. So, lieber Perseus, uns fehlt die Wolle jetzt. Das ist schade, aber wir kriegen doch jetzt gleich unsere Tribute, oder? Genau. So, die eine Skulptur können wir jetzt nicht annehmen, egal. So, jetzt haben wir unsere Wolle und wir rufen nach Perseus. Ja, hier haben wir jetzt eine Rückentwicklung, weil uns die Wolle fehlt. Ich weiß. Schade. Naja gut, dann kaufen wir doch noch hier Wolle ein.
So, jetzt sollten wir allerdings genug Wolle haben. Das reduziere ich jetzt mal auf 6 jeweils. So, und Bronze müssen wir wieder einkaufen, weil wir haben keine Waffen mehr. Ja, und jetzt produzieren wir auch jede Menge Olivenöl. Damit können wir jetzt wirklich Stadt und Exporte bedienen. So, wir müssen ganz dringend die Lagerhäuser wieder einstellen. Hier werden jetzt 20 Einheiten geholt. Das ist natürlich Schwachsinn. Werden wir hier nämlich gar nichts haben. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Das ist schön, Perseus, dass sich niemand aufhalten kann. Dann kümmere dich bitte um den Kraken. Wo ist er denn überhaupt? Aha, da kommt er anmarschiert. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis er erstmal seine Heldenhalle erreicht hat. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob wir nicht hier irgendwie eine Verbindung noch schaffen sollten. Irgendwie so. Also... Naja, auch dämlich, ne? Dann machen die nämlich hier auf dem Weg. Nee, das ist ja doof. Da müssten hier die 2 Sperren hin, ne? Und so geht's, ja. So, dann könnte man das Gymnasium hier hinbauen. Ja, dann baut man noch hier eine Sperre hin. Ja, das passt doch ganz gut, weil dann haben wir hier nochmal so eine Verbindung zu diesem Wohngebiet. So, und dann können wir nämlich hier die letzten Parzellen noch ausweisen. So, und da kommt dann das Theater hin, das passt. Beide Piere sind zerstört, obwohl hier steht noch die Hütte, das ist ja süß. Okay, komm, wir reißen jetzt hier alles ab. Wir warten jetzt tatsächlich, bis Perseus den Kraken hier entsprechend beseitigt hat. Ja, das Häuschen können wir nicht abreißen. Okay. Ja, irgendwie ist unser Perseus abhanden gekommen. Ich warte hier, dass er seine Heldenhalle endlich erreicht. Oh, da ist er ja schon. Er hat den Kraken erledigt. Ja, und dann kann ich ja lange warten, bis er die Heldenhalle erreicht hat. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem. Ja, kaum ist der Kraken erledigt, greift Poseidon an. Na, wunderbar. Tja, da müssen wir jetzt tatsächlich warten, bis wir hier entsprechend Poseidon nicht mehr in der Stadt haben. Dann baue ich jetzt meine Piere auch nicht weiter auf. Ja, Olivenöl, da seht ihr es, haben wir mehr als genug. Ich verkaufe ja im Moment ja auch nichts. So, da ist Poseidon. Ja, unsere ganzen Fischerboote gehen unter. Ja, das nützt jetzt erstmal überhaupt nichts hier. Genau. Das nächste Pier wird zerstört. Ach, wie schrecklich. Ja, diese Episode hat es wirklich in sich, das muss ich sagen. Meine Güte. Okay, jetzt sind unsere Fischerhäfen alle verflucht. Ja, damit ist unsere Hauptnahrungsmittelversorgung unterbrochen. Wir haben Gott sei Dank noch Käse. So, und hier haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen was hier im Pier und auch noch im Silo. Das passt noch. Aber Wolle habe ich jetzt hier nicht drin. Ne? Die ist schon wieder weg.
Das müssen wir erhöhen. Ja, Wolle können wir natürlich jetzt auch nicht einkaufen. Oh, das ist echt ziemlich fies gerade. Aber es nützt nichts. Wir müssen warten, bis hier der Fluch vorbei ist und auch der Handel über See wieder möglich ist. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Olenos braucht Olivenöl. Hermes sorgt dafür, dass die 20 Krüge dahin kommen. Vielen Dank. Das hätten wir auch selber geschafft mit dem ganzen Olivenöl, das wir gerade produzieren. Na gut. So, Olenos schätzt uns mehr. Ja, gerne. Und der Fluch ist immer noch hier auf unsere Fischerhäfen. Oh, ich hoffe, das ändert sich jetzt bald mal. Schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. So, wir können nur 10 Stränge Wolle annehmen. Ja, egal. Gott sei Dank, nach einer gefühlten Ewigkeit ist der Fluch von unseren Fischerhäfen genommen worden. So, jetzt bauen wir erstmal die zerstörten Fischerhäfen wieder auf. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Gott sei Dank haben wir Hermes, der die 21 Kisten Nahrung nach Samos bringt. Oh, das wäre es jetzt gewesen, wenn wir das noch erfüllen hätten müssen. So, bauen wir mal hier weiter. So, wir bauen unsere Piere wieder auf. Zwar können wir jetzt noch keinen Handel betreiben, aber der startet hoffentlich bald wieder. So. Na komm. So. Warum braucht das Gebäude Zugang zur Straße? Es hat Zugang zur Straße. Naja, egal. Ja, Seehandel ist zurzeit stillgelegt, das ist egal. Wir können auch hier Rüstung einkaufen, aber die produzieren wir ja selber, sobald wir Bronze einkaufen können. So, dann Korbsyrer. Ja, gern geschehen. Können wir jetzt das Olivenöl wieder verkaufen. Und wir kaufen Wolle ein. Und natürlich die Bronze. Und Pylos. Na. So, hier können wir auch unser Olivenöl wieder verkaufen. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Seehandel auch wieder hier entsprechend funktioniert. Arbeitsmarkt, alles gut. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. So, unsere Fischerboote sind alle schon wieder gebaut worden und der erste Fisch wird auch wieder entsprechend transportiert. Jetzt warte ich nur noch auf den Seehandel wieder. Wir können unsere ersten Triremhäfen bauen. Wir haben zwar noch keine Rüstung. So, das passt nicht wegen des Architekten. Okay. Das müssen wir anders bauen. Dann gehen wir jetzt hier so raus. So. Und dann kommt der Architekt hier hin. Architekt. Ja, ich weiß.
Wunderbar, der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Das ist schön. So, wir müssen, glaube ich, etwas Rüstungen einkaufen. Das können wir ja hier bei Trinakia. Also 6 für unsere Triremen. Ja, und die Bronze kaufen wir jetzt ein für unsere Waffenschmieden. So, und da wird das erste Olivenöl wieder verkauft. Sehr gut. So, Trinakia, wie sieht es aus? Könntest du uns Rüstung schenken? Ja. Ach, dass ihr sofort verbittert sein müsst. Meine Güte. Wein wird verschenkt. Das ist immer gut. So, dieses Warenlager nimmt die Rüstungen an. Ja, okay. Ja, wir haben eigentlich alles geschafft. Wir müssen jetzt nur unsere 4 Triremen zur Verfügung stellen. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Kaufe ich denn Holz ein? Ne, Holz kaufe ich jetzt nicht ein. Da brauchen wir aber auch jetzt nicht viel. So 6 Einheiten. Das sollte für unsere Triremenhäfen reichen. So, reicht denn die Wolle? Hier haben wir jetzt 3 Einheiten drin und hier 2. Okay. So, hier brauchen wir jetzt keine Rüstung mehr einzukaufen. Wir kriegen jetzt gleich welche geschenkt. Na, wir kaufen doch, glaube ich, noch etwas Wolle ein. So, und ich glaube, ich habe gerade was weggeklickt. Ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das ist schön. Könnten wir doch hier bei dem Heiligtum der Athene doch noch ein bisschen verschönern, oder? Ach, wir haben nur einen. Das müsste eigentlich 2 haben, oder? Ja. So. Das gefällt mir. Führen wir den Weg hier so rum. So, dann machen wir es so richtig schick hier. Wunderbar. Und dann können wir es auch so bauen. Ne? So, wir kriegen nochmal 6 Rüstungen und Trinakia dankt für das Geschenk. So, hier können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. So, dann führen wir den Weg mal hier so rum. Ja, die Trireme ist fertiggestellt. Mannschaft kann nach Hause. Bauen wir direkt die nächste auf der gegenüberliegenden Seite. Passt nämlich eine hin. Und dann bauen wir hier so einen Loop. So, und das können wir nämlich hier verbinden. Und dann bauen wir nämlich hier auch noch einen Architekten auf. Sehr gut. So, wir haben wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute entgegen. Und jetzt können wir nur 3 Stränge Wolle annehmen. Naja, egal. Fisch nehmen wir an, auch die Skulptur. So, und weitere Verschönerungen hier. Oh, Samos liebt uns. Das ist doch nett. Das hört man gerne. So, ich hoffe, die Trireme ist jetzt gleich fertiggestellt. Arbeitsmarkt. Oh ja, das sieht gut aus. Da ist es schon fertig. So, Arbeitsmarkt. Ja, da bauen wir jetzt mal sofort die nächste.
Ja, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen hat sich prächtig entwickelt. Wir haben jetzt hier die Anwesen, die hier schon überall Pferde haben. Noch nicht alle Gebäude haben Pferde. Das dauert noch ein bisschen. Ja, und diese Seite könnten wir auch noch entsprechend mit gehobenen Wohnungen füllen. Das machen wir später. Ich möchte mal schauen, ob es hier noch mal eine Flutwelle gibt. So, da wird auch jetzt die dritte Trireme gebaut. Ja, und wir nähern uns allmählich dem Abschluss dieser doch sehr turbulenten Episode. So, mit diesem Wohngebiet bin ich auch mehr als zufrieden. Nahrungsmittelversorgung passt, auch hier Olivenöl und Wolle, das können wir sehr gut weiterentwickeln. Ja, und hier haben wir noch genug Platz für Verschönerung. Da könnten wir schon mal einen Fischteich doch hier platzieren, oder? So, auch diese Trireme ist fertiggestellt. Auch diese Mannschaft schicken wir nach Hause. Ja, und dann bauen wir jetzt den letzten Triremenhafen hier auf. Ja, und sobald diese Trireme fertiggestellt ist, haben wir diese Episode abgeschlossen. Ja, und wir brauchen die Mannschaft nicht nach Hause zu schicken, wenn diese Trireme fertiggestellt ist. Der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. Ja, und während unsere Trireme gebaut wird, kriege ich die Mitteilung, dass wir die ismischen Spiele, die Spiele der Philosophen, gewonnen haben. Das ist doch nicht schlecht, oder? So, die Trireme ist fertig. Alle Ziele sind erfüllt. Liebe Cousine, mal schauen, was uns noch alles so hier widerfährt. Sei gegrüßt. Danke, dass du den Helden Perseus gerufen hast, um unsere Küste von dem schrecklichen Kraken zu befreien. Ich stelle mit Freude fest, dass es in Griechenland doch noch einige Männer vom Kaliber meines Gemahls gibt. Denn ich hatte da so meine Zweifel. Diese Opportunisten, die Odysseus Platz einnehmen wollen, sind abermals außer Rand und Band. Ihre Rädelsführer Antinoos von Samos und Eurymachos von Olenos haben sich gefragt, warum ich nie neue Wolle brauchte und meine List durchschaut. Och, es kam zu wütenden Szenen und die Freier verlangten, dass ich einen Gemahl wähle oder die Folgen trage. Ich kann sie nicht mehr lange zurückhalten. Wird mein Odysseus jemals nach Hause kommen? Ach, deine Base, Penelope. Erfolgreich haben wir die Ziele alle erfüllt. Allerdings ist Odysseus immer noch nicht in Ithaka und unserer armen Cousine Penelope gehen allmählich die Gründe aus, warum sie keinen Freier zum Gemahl nehmen soll. Ja, ich bin gespannt, wie dieses Abenteuer weitergeht. Bis zur nächsten Episode wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.